Hallo Leute, ich bin Sarah, eine Frohnatur mit Fernweh. Und auf meinem Kanal Moments of Travel nehme ich euch mit auf meine Reisen durch die Weltgeschichte. Da seit Covid-19 alles anders ist, habe ich mich dazu entschlossen, mehr von Deutschland zu bereisen und habe euch in vergangenen Videos bereits Goslar, Wernigerode und den Brocken vorgestellt. In meinem finalen Video zur Harzreihe nehme ich euch heute mit nach Quedlinburg und zeige euch, warum diese Stadt für mich ganz persönlich die schönste im ganzen Harz ist. Ready? 3, 2, 1. Von Wernigerode aus mache ich mich auf in die Welterbestadt Quedlinburg. Ich habe meine Sneakers angezogen, bin also laufbereit und würde sagen, wir gehen jetzt erkunden. Ich betrete die Innenstadt im Südwesten, die sich grob in Altstadt, Neustadt und Westendorf unterteilen lässt. Und genau dorthin zieht es mich jetzt zuerst. Direkt in den ersten Minuten laufe ich bereits an wunderschönen kleinen Läden vorbei, die mich kulinarisch anlocken. Doch es ist noch früh und vorerst zieht mich der Drang zum Erkunden, denn ich will zum Schlossberg. Auf dem Weg dorthin sehe ich in verwinkelten Gassen einige der sehr vielen gut erhaltenen Fachwerkhäuser. Und was soll ich sagen, ich liebe süße Altstädte. Fun Fact: Quedlinburg wurde erstmals im Jahr 922 urkundlich erwähnt. Damit ist der Ort über 1000 Jahre alt. Einer meiner ersten Anlaufpunkte ist der Finkenherd, ein Platz in Nähe des Schlossbergs. Eines der auffälligsten Häuser auf dem Finkenherd ist das Klopstockhaus. Hier wurde der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock geboren, der als Mitbegründer der klassischen deutschen Literatur gilt. Im Inneren findet ihr ein Museum. Es gibt zudem viele weitere Museen, die einen Besuch lohnen, die ich in diesem Video aber nicht alle vorstellen kann. Ich laufe erst seit 5 Minuten durch Quedlinburg und habe schon super schöne Häuser gesehen, wie diese hier. Und ich bin super gespannt, was noch kommen wird. Die Altstadt plus Schlossberg gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ich steige über eine enge Treppe auf zum Schlossgarten, einem idyllischen und ruhigen Ort. Neben steinernen Figuren, kleinen Brunnen könnt ihr unter anderem einen Kräutergarten entdecken oder ihr nutzt eine der Steinbänke, um ein bisschen zu verweilen. Zu sehen gibt es hier nämlich mehr als genug. Zum Beispiel diese kleine Kuriosität. Von der Aussichtsplattform des Schlossgartens habt ihr einen wunderschönen Blick auf die Dächer Quedlinburgs und ins Harzvorland. Schaut euch doch nur mal um, wie toll diese alten Fachwerkhäuser sind. Hand aufs Herz, wer von euch hätte gewusst, dass es hier so schön ist? Schreibt mir euer Feedback gern unten in die Kommentare. Für mich ist dieser Garten damit schon jetzt eine der schönsten Attraktionen der Stadt, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Doch auf dem Schlossberg gibt es noch mehr zu sehen. Wie die Stiftskirche St. Servatii, die bei meinem Besuch leider gerade saniert wurde. Bekannt ist sie vor allem für ihren Domschatz, der 1945 gestohlen und 1992 teils zurückkehrte. Ebenfalls könnt ihr das tolle Renaissance-Schloss besuchen und mehr über die Stadtgeschichte lernen. Wenn ihr eine tolle Sicht auf das Schlossmuseum haben wollt, lauft zur Klosterkirche St. Marien auf den angrenzenden Münzenberg. Wenn ihr etwas mehr Zeit haben solltet, erkundet auch dieses Quartier mit seinen Fachwerkhäusern. Für mich geht's jetzt aber erstmal runter vom Schlossberg und in Richtung Altstadt. Haben euch meine Tipps bis hierhin gefallen? Vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben. Gut? Wenn ihr die Häuser in der Altstadt genauer unter die Lupe nehmt, könnt ihr an den Fachwerkhäusern teils Inschriften finden, die die Bauherren und, das ist eine Besonderheit in Quedlinburg, die ausführenden Handwerker benennen. Im Vergleich dazu gibt es in der Stadt aber auch Steinhäuser, wie das Quedlinburger Rathaus auf dem Marktplatz. Neben dem Schlossgarten ist der Marktplatz für mich ein zweites absolutes Must-See. Egal wo ich hinschaue, fallen mir wunderschöne Häuser, bunte Farben und interessante architektonische Details ins Auge.
Ich laufe den Marktplatz hoch und wie bei einem Trichter öffnet sich mein Blick auf das mit Efeu bewachsene Rathaus. Es ist Anfang des 14. Jahrhunderts erbaut worden, 300 Jahre später im Renaissance-Stil umgebaut, ist es noch heute der Verwaltungssitz der Stadt, bietet aber gleichzeitig auch eine tolle Hochzeitslocation. Vor dem Rathaus steht der Roland, der Marktfreiheit und städtische Unabhängigkeit symbolisiert. Zwar wurde die ursprüngliche Figur zerschlagen, doch neu aufgestellt in 1869 überblickt er seitdem den Platz. Am Markt findet ihr übrigens auch die Touristeninformation, falls ihr noch mehr Hintergrundwissen zur Stadt erfahren wollt. Ich laufe weiter und erkunde das Areal hinter dem Rathaus. Dabei treffe ich auf Götzsches Mausoleum. Steht innerhalb des ehemals ummauerten Kirchhofs der Marktkirche St. Benedicti und wurde in einer Zeit errichtet, in der noch innerhalb der damals vorhandenen Stadtmauern bestattet werden durfte. Apropos Marktkirche, diese steht nur einen Steinwurf entfernt. Gegen eine kleine Spende könnt ihr den Turm besteigen und die Aussicht auf die Stadt genießen. Ich mache hingegen einen kleinen Abstecher in die Bockstraße. Auf meinem Rückweg Richtung Marktplatz komme ich auch an der Ecke zum Hucken vorbei, wo die mehrgeschossigen bunten Fachwerkhäuser mich an die Häuserreihe der 3 Brüder in Riga erinnern. Als letztes möchte ich euch noch ein richtiges Schmankerl vorstellen. Lauft dazu durch den engen Rundbogen des Schuhhofs und ihr kommt zum Vorhof der Hölle. Warum? Hölle ist der Name der dahinter herlaufenden Straße. Das war das letzte Video zum Harz und ich hoffe, Quedlinburg hat euch genauso umgehauen wie mich. Falls ja, dann gebt dem Video doch einen Like. Mein nächstes Reiseabenteuer führt mich dann nach Franken. Wenn ihr also sehen möchtet, wie ein ehemaliges Henkerhaus aussieht, ihr dabei sein möchtet, wenn ich auf einem mittelalterlichen Schloss übernachte, oder eine farbenfrohe Märchenstadt bereise, die sogar Vorbild für Walt Disney war, dann abonniert jetzt direkt meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen und ich sehe euch dann in meinem nächsten Video. Ciao!